Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie D's Smart Home. Ja, nach langer Zeit, ich glaube knapp 2 bis 3 Monate, ist es endlich soweit. Der zweite Teil, beziehungsweise jetzt ist es ja der dritte Teil zum Thema Grafana ist jetzt endlich online. Und zu allem Übel ist dieser dritte Teil jetzt auch nochmal aufgeteilt in Folge 1 bis 3, denn das Video ist extrem lang geworden. Ich glaube irgendwas um die 1,5 Stunden. Und habe das Video deswegen in 3 Teile aufgeteilt. Das heißt, im ersten Teil geht es wirklich um die wirklichen Basics mit Diagramm. Das heißt, wie man Diagramme erstellt, die einfachen Diagramme, sage ich mal. Ich habe mich danach gerichtet, was ich selber gebraucht habe, als ich am Anfang mit Grafana angefangen habe, denn ich habe vor circa einem Jahr oder knapp einem Jahr angefangen mit Grafana, kam von absolut null, hatte absolut keine Ahnung mit Grafana, bin direkt mit dieser Flux-Sprache eingestiegen und ja, diese Flux-Sprache, das Problem ist, es gibt noch nicht wirklich sehr viele Informationen für Anfänger, die dieses Thema behandelt, und deswegen ist mir der Einstieg in Grafana und Flux extrem schwer gefallen, und deswegen konzentriere ich mich bei diesem Video auf die wirklichen Basics und richte mich damit eigentlich mehr an Leute, die noch nichts mit Grafana zu tun gehabt hatten und vor allem auch noch nichts mit dem Thema Flux am Hut hatten. In diesem ersten Teil kümmere ich mich, wie gesagt, zuerst mal um die Basics. Das heißt, wie erstelle ich ein Diagramm, gehe auf einfache Diagramme ein, wie man die erstellt, wie man die zu konfigurieren hat, damit es einigermaßen nach etwas aussieht. Dann im zweiten Teil folgen dann die Diagramme oder die Codes in dieser Flux-Sprache, diese Codes, die dann ein bisschen anspruchsvoller sind. Das heißt, dort kann man dann sich anzeigen lassen, wie hoch der Verbrauch an einem Tag, an einer Woche, in einem Monat oder was weiß ich was war. Und dann im dritten Teil geht es dann ein bisschen um was Spezielleres zum Thema Grafana, ein paar Einstellungen, wie man zum Beispiel Datenpunkte löscht oder Informationen aus Grafana löscht, wie man das Ganze in den IO-Broker einbindet und so weiter und so fort. Also es ist jede Menge Zeugs dabei und ich hoffe, es ist für jeden ein bisschen was dabei. Ihr müsst euch halt nur ein bisschen Zeit nehmen, denn die Videos sind wirklich extrem lang geworden. Wichtig auch nochmal der Hinweis, wie gesagt, ich bin selbst neu in der Materie. Es gibt für alles immer mehrere Wege, wie man irgendetwas macht. Im dritten Teil kommt dann auch nochmal ein Diagramm vor, wo ich selber noch nicht so sicher bin, ob das so funktioniert oder nicht, da es relativ neu ist und ich es noch nicht ausgiebig testen konnte. Auch bei den anderen Diagrammen, normalerweise sollte alles so funktionieren, wie ich es euch gezeigt habe. Ich habe das jetzt die letzten Monate so bei mir am Laufen, aber es kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was vielleicht falsch eingestellt ist, aber ihr dürft dann gerne einen Kommentar hinterlassen und mir schreiben, was man besser machen kann. Dann Entschuldigung für die ganzen Versprecher, da sind einige Worte, die ich ja extrem falsch ausspreche, ist mir aber erst später aufgefallen, und ja, ignoriert es einfach oder einfach ein kurzer Schmunzler und weiter geht's. Also, okay, falls ihr Interesse an dem Thema Grafana habt und IO-Broker, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los, und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen, und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald Teil 3, Folge 2 und Folge 3 online ist. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, dann würde ich sagen, legen wir sofort los und quatschen nicht viel drumherum, denn das Video wird definitiv etwas länger wie üblich, also noch länger wie üblich. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn wie immer werde ich alles sehr detailliert erklären, damit es jeder versteht. Selbst jemand, der ganz neu in der Materie ist, wird ein Diagramm erstellen können. Deswegen machen wir das wie immer ganz genau. Okay, dann legen wir los und ich zeige euch zuerst mal, worum es überhaupt geht. Also das hier ist zum Beispiel so ein Dashboard von mir. Wie ihr hier oben seht, habe ich mehrere Dashboards, je nachdem, ja, nach Zimmer, nach Gebiet sortiert. Und das hier ist halt das Dashboard unserer Heizung unten im Keller. Und hier sind alle möglichen Diagramme zu sehen. Und ich werde euch zeigen, wie ich all diese Diagramme erstellt habe, was man dafür einstellen muss, damit das Ganze so mehr oder weniger aussieht. Also ich werde jetzt natürlich nicht jedes Diagramm erstellen, aber ich gehe zuerst mal mit euch mal so ein simples Diagramm hier durch, dann noch hier so eine Gauge, dann solche Diagramme, die anzeigen, ja, wie hoch der Verbrauch zum Beispiel hier war am Strom.
oder hier wie viele Brennerstarts, wie häufig ist das Ding angegangen und werde euch zeigen, wie gesagt, wie diese Diagramme hier alle erstellt wurden. Okay, wie gesagt, zu Beginn legen wir zuerst mal los mit hier so einem einfachen Diagramm, so ein 0815 Diagramm, wie es wahrscheinlich jeder irgendwann mal verwenden wird. Also fangen wir wie gesagt von vorne an. Ich gehe hier, bei mir ist es dieser Pfeil, in der älteren Version gibt es diesen Pfeil glaube ich gar nicht und sage hier, er soll ein neues Dashboard erstellen. Das heißt, irgendwo gibt es bei euch einen Button, der heißt neues Dashboard erstellen. Klickt da drauf, dann wird hier ein neues Dashboard erstellt. Der Name dieses neuen Dashboards ist New Dashboard. Das können wir gleich mal ändern, indem wir hier auf Speichern klicken und geben dem Ganzen hier zuerst mal einen Namen. Und sagen hier speichern, könnten hier noch einen Ordner erstellen, aber ich habe bei mir alles in diesem General-Ordner erstellt und sagen hier einmal Save. Das heißt, das Dashboard hat jetzt den Namen YouTube-Video bei mir erhalten. Als nächstes müssen wir ein Panel erstellen, also klicken hier auf dieses Symbol mit dem Balken und mit dem Plus, gehen hier auf Edit a New Panel und dann haben wir zuerst mal hier dieses neue, diese neue Flux-Sprache. Das heißt, ihr habt hier keine Auswahl mehr mit irgendwelchen Balken, sondern ihr müsst hier einen Code eingeben. Und das schreckt viele Leute ab, mich auch am Anfang, aber ich kann euch versprechen, das ist nur die ersten 1-2 Tage vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst hat, dann geht das Ganze und ist relativ simpel, da es immer wieder derselbe Aufbau ist. So, damit ihr hier wisst, was ihr einzutragen habt, entweder ihr kopiert es von irgendwo oder ihr geht in eure Influx-Datenbank. Wie ihr in eure Influx-Datenbank kommt, gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Und da ich hier schon einen Schritt zu weit bin, springe ich nochmal zurück. Das hatte ich von den Vorbereitungen offen. Deswegen hier nochmal alles auf 0. So, im Normalfall kommt ihr hier auf diese Seite und dann geht ihr hier auf der linken Seite auf dieses Symbol hier und dann kommt ihr hier in dieses Fenster rein. Hier wählt ihr euren Bucket aus. In meinem Fall heißt der Bucket IO Broker und wählt dann hier als erstes bei Measurement wählt ihr euren Datenpunkt aus, den ihr visualisieren wollt. Also setzt einfach den Haken, bei mir ist es jetzt schon ausgewählt. Wählt hier Valued aus, also im Normalfall, wenn ihr den IO Broker verwendet und das dafür hergerichtet habt, dann wählt ihr hier Valued aus. Und als nächstes schaut ihr zu, dass hier Last steht, weil wir wollen nicht den Mittelwert oder ähnliches, sondern den letzten Wert. Und der Rest kann im Endeffekt so bleiben. Die Aggregation bleibt auf Auto und genauso wie die Window-Periode bleibt auch auf Auto. Das können wir alles später nochmal ändern. Hier könnt ihr zum Beispiel schon mal einstellen, die letzten 24 Stunden oder was auch immer. Spielt im Endeffekt noch nicht so eine große Rolle. Sagen hier einmal Submit, dann wird euch das Diagramm hier zuerst mal in dem Influx angezeigt. Und wenn ihr dann hier auf Script Editor klickt, wird euch dieser Code hier angezeigt. Den Code nehmt ihr, kopiert ihn so wie er ist. Ihr müsst gar nichts anderes machen, nichts ändern, nichts hinzufügen, einfach nur einmal kopieren. Geht damit in den Grafana oder ins Grafana-Fenster rein, kopiert den hier rein und so sieht er im Grunde immer aus. Also ein normales Diagramm, die Basics sehen immer so aus. Wir haben hier einmal den Bucket, den wir ausgewählt haben. Das heißt, von dort holen wir uns die Daten, sagen, dass er uns alle Werte anzeigen soll von diesem Bereich, den wir hier oben ausgewählt haben. Also hier haben wir die letzten 6 Stunden ausgewählt. Das heißt, er soll uns den Bereich anzeigen, was hier ausgewählt wurde. Hier könnte man auch was anderes einstellen, aber die Grundeinstellung ist zuerst mal so. Dann soll er filtern nach Measurement und bei diesem Measurement soll er den Datenpunkt S1 Speicher oben, also den Datenpunkt, den ich hier visualisieren will, soll er uns anzeigen, also soll danach filtern und dann hier nochmal nach dem Valued, also er soll uns den Wert anzeigen. Dann die Aggregation soll er hier auch wieder von dem Windows-Fenster nehmen, nicht vom Windows-Fenster, sondern von dem Window-Fenster hier und soll uns den letzten Wert zeigen und Create Empty auf False, also er soll leere Datenpunkte soll er nicht füllen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hier unten, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, habe ich keine Ahnung, für was das ist. Falls es jemand weiß, kann er es mir ja da lassen. Auf jeden Fall gehört das jedes Mal hierhin oder fast jedes Mal. So, jetzt haben wir zuerst mal unseren Datenpunkt
und das Diagramm sieht noch relativ langweilig aus, denn mit Grafana kann man ja so einiges anstellen, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, und damit legen wir los. Als erstes müssen wir dem Ganzen hier natürlich einen Titel vergeben. Da es bei mir der S-Speicher 1 oben ist oder S1-Speicher oben ist, nenne ich das Ganze auch so. Damit ändern wir, was hier oben drin steht. Dann steht hier S1-Speicher oben. Achso, ganz vergessen, hier oben könnt ihr auch den Typ des Diagramms auswählen. Ich lasse das Ganze jetzt mal hier auf Time Series. Das heißt, wir bekommen hier so ein normales Diagramm angezeigt. Später zeige ich euch auch noch Beispiele mit diesem Diagramm. Aber dieses Beispiel hier behandelt dieses Time Series Diagramm. So, das Ganze hier kannst du erstmal so bleiben. Hier gibt es im Grunde normalerweise für so ein Diagramm nichts einzustellen. Das kann alles so bleiben. Also Axis und so weiter und so fort kann alles so bleiben. Genauso wie hier Softmin, Softmax. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil und zwar zum Graph Style. Das heißt, hier können wir einstellen, wie das Ganze hier auszusehen hat. Das heißt, wir haben hier zum einen können wir die Dicke dieser Linie darstellen. Dann können wir das Ganze hier auch noch füllen. Und falls euch die grüne Farbe nicht gefällt, könnt ihr einfach hier links im Eck, wo Valued jetzt aktuell steht, könnt ihr da draufklicken und könntet das Ganze hier auch noch ändern. Aber zu den Farben kommen wir auch gleich nochmal. So, dann die wirklich interessanten Sachen, die Grafana eigentlich ausmachen, sind diese Gradient Modes. Und zwar gibt es hier einmal Shame oder Shame, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, Hue, Opacity und None. Und ihr seht, hier ändert sich ein bisschen was. Das heißt, hier wird es ein bisschen dunkler oder die Opacity, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, also die Transparenz, genauso. Die Transparenz wird hiermit verändert. Hier ja auch ein bisschen, die Farbe ändert sich. Ihr seht, hier ist ein bisschen dunkler, hier ist ein bisschen heller. Und Sheme, das ist das wirklich Interessante oder das, was mir am meisten gefällt, denn damit können wir am besten rumspielen. Dafür müssen wir aber hier unten noch ein bisschen was ändern. Den Rest hier könnt ihr im Endeffekt so lassen. Ihr könntet hier entweder auf Dashes, dann werden hier so kleine Striche gemacht oder Punkte. Bei mir bleibt es im Normalfall so. Dann dieses Connect Values, da habe ich nie irgendetwas geändert, genauso wie diese Points. Das, ja, mir gefällt es nicht, aber ihr könnt die aktivieren. Wenn ihr zu viele Punkte habt, dann werden halt zu viele angezeigt. Das sieht dann nicht so toll aus. Ihr könntet hier noch die Punkte ein bisschen kleiner machen. Wenn wir hier mal reinzoomen, dann seht ihr hier diese kleinen Punkte. Ich mache sie mal ein bisschen größer. Das sind diese Punkte. Bei mir sind sie normalerweise immer aus. Deswegen schalte ich hier auf Never. Und dann können wir hier noch auswählen, um was für einen Wert es sich handelt. Also wir haben ja hier Temperatur, also gehört dort ein Grad Celsius dahinter. Und das könnt ihr einfach, indem ihr hier das Grad Celsius Zeichen auswählt oder eintippt und dann wird euch hier direkt Grad Celsius angezeigt. Min-Max können wir zuerst mal so lassen, genauso wie die Dezimalzahlen, beziehungsweise ich stelle das Ganze hier mal auf 1. Das heißt, wie viele Zahlen oder wie viele Stellen nach dem Komma sollen angezeigt werden. 1 ist eigentlich immer ganz gut. Und dann hier Display Name. Das ist der Name, der hier drin steht, also hier unten links im Eck. Da steht ja jetzt Valued. Das ist nicht sehr vielsagend, deswegen ändern wir das auch um. Auch hier sage ich wieder S1 Speicher oben. Und dann hier Color Theme steht aktuell auf Classic Plaid. Das heißt, wir haben nur Regenbogenfarbe. Und für Temperatur eignet sich eigentlich am besten dieses Blue, Yellow, Red. Das heißt, umso wärmer es wird, umso mehr ins Rot verschiebt es sich und umso kälter es wird, umso mehr in den Blauton. Also wählen das hier aus. Wie ihr seht, seht ihr aktuell noch nichts. Das hat damit zu tun, dass wir hier noch ein Override aktiviert haben. Das haben wir mehr oder weniger dadurch gemacht, dass wir hier die Farbe auf Blau gestellt haben. Dadurch wurde automatisch hier ganz unten ein Override erstellt, wie ihr seht. Und das löschen wir hier einfach mal, weil wir das aktuell nicht brauchen. Und dann wird uns das Ganze hier in diesem Farbmodus dargestellt. So, hier ändere ich nochmal wieder zurück auf die letzten 24 Stunden. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen hier die Farbspiele an. Also hier nochmal Hue oder hier Opacity und None, dann würde das Ganze so aussehen. So, jetzt müssten wir hier noch die Farbe anpassen, denn ja, Rot, je nachdem, also falls ihr es anpassen wollt, sagen wir es mal so,
Das können wir natürlich auch noch machen. Und zwar gibt es halt jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr füllt jetzt hier so ein Override Field oder fügt so ein Override Field hinzu, oder ihr geht hier wieder auf diesen Punkt, wählt hier eine andere Farbe aus, was weiß ich was, gelb, und dann wird das Ganze gelb, und wie ihr seht, hier unten wurde jetzt automatisch so ein Override hinzugefügt. Jetzt steht hier, dass das Feld nicht gefunden wurde. Das liegt einfach nur daran, dass hier normalerweise Valued ausgewählt sein sollte, und ja, weil wir hier oben ein bisschen rumgespielt haben, hat das hier unten halt jetzt nicht mehr gepasst. Aber wie ihr seht, es hat nichts irgendwie am Diagramm geändert, ist alles so geblieben. Okay, wir stellen aber jetzt wieder zurück, und zwar machen dieses Override weg und machen hier wieder dieses Color Theme oder dieses Scheme, keine Ahnung, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und somit hätten wir am Ende unser erstes Diagramm. Die Time Range ist wie gesagt das, was hier oben ausgewählt wurde. Also wenn ihr hier auf 2 Tage macht, werden euch die 2 Tage angezeigt. Und wenn ihr nur einen Tag wollt, dann wird euch das Ganze hier angezeigt. Das Ganze kann man dann auch nochmal verändern, dass man mit diesen Query Options arbeitet, aber dazu kommen wir gleich. So, dann speichern wir das Ganze mal und sagen hier auch nochmal speichern und speichern dadurch das Dashboard. Sagen hier Save, könnten hier auch das hier aktivieren, dass jedes Mal der gleiche Zeitrahmen abgespeichert wird. Lasse ich zuerst mal so, und somit hätten wir unser erstes Diagramm. So, als nächstes gucken wir uns ein ähnliches Diagramm an, nur diesmal mit 2 Werten. Das heißt einmal hier zum Beispiel Speicher oben, und dann möchten wir uns vielleicht noch einen weiteren Wert hier in diesem Diagramm anzeigen lassen, und das gucken wir uns jetzt an. Also wieder hier auf Add Panel sagen Edit New Panel. Alternativ könntet ihr natürlich auch das Panel kopieren, dann wäre das der erste Teil schon drin. Aber wir lassen das jetzt zuerst mal so und erstellen das Ganze nochmal neu. Fügen wieder die gleichen Informationen hinzu, die wir vorher hatten, also Speicher oben. Und dann möchte ich noch in diesem Beispiel noch den Volumenstrom vom warmen Wasser anzeigen. Und das machen wir folgendermaßen. Also der Übersichtlichkeitshalber machen wir hier mal eine neue Zeile, dass das Ganze so aussieht. Und fügen dann einfach nochmal einen Wert hinzu. Das heißt, wir kopieren uns das Ganze hier, also kopieren, eine neue Zeile, fügen das Ganze hier ein. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr das hier durch ein OR ändert. Dann hier oben dieses Klammer zu muss weg. Denn das ist jetzt nicht mehr der letzte Teil, sondern das hier ist der letzte Teil. Jetzt hätten wir zweimal hier den gleichen Wert drin. Das wollen wir natürlich nicht, sondern hier einen anderen Datenpunkt. Meinen Datenpunkt kenne ich schon. Den Namen eures Datenpunkts, den ihr hier anzeigen lassen wollt, könnt ihr entweder hier über die Influx-Datenbank rausfinden oder im IO-Broker oder wo auch immer. Ihr vergebt ja jedem Datenpunkt, den ihr hier mit Grafana oder Influx loggt, vergebt ihr ja einen Namen, und diesen Namen tragt ihr halt hier ein, und ich habe jetzt den hier. So, dann sollte das Ganze soweit passen. Ich klicke einfach mal hier raus aus diesem Feld, und dann sollte mir hier ein Diagramm angezeigt werden. So, das Besondere jetzt an diesem Diagramm ist, dass wir hier einmal eine Temperatur haben, also Temperaturspeicher oben, und hier unten haben wir einen Volumenstrom, das heißt wie viele Liter pro Minute. Das heißt, wir haben hier jetzt 2 Achsen und müssen hier die linke Achse, sagen wir Temperatur, und die rechte Achse sind bei uns in diesem Fall die Liter oder das Volumen. Auch hier wieder zuerst mal den Titelnamen oder den Panelnamen eintragen. Gehen dann hier wieder weiter runter. Ich lasse das Ganze zuerst mal so, das brauche ich nicht. Access ändern wir später über ein Override und gehen hier zuerst mal zu Graph. Sagen hier auch wieder dieses Theme. Jetzt seht ihr, hier wird jetzt dieses komische Ding hier ausgewählt, mal ganz nach unten gehen. Hier bei Color Theme, und hier ist dieses Classic Pattern oder wie auch immer das ausgesprochen wird. So, und gehen dann hier auf Blue, Yellow, Red, denn das passt am meisten hierzu. Dann gehen wir ein bisschen hoch und ändern hier die Opacity. Also das hier, sagen hier mal auf 20, sieht ganz gut, glaube ich, aus. So, und den Rest lassen wir zuerst mal so. Das heißt, wir wählen hier keine Unit aus, kein Min, Max, Dezimal und so weiter und so fort,
sondern das machen wir jetzt gleich über die Overrides. Das heißt, ihr geht entweder hier nach unten und sagt Edit Field Overrides oder ihr geht hier nach oben, klickt da drauf und sagt hier Edit Fields Right. Dann wählt ihr hier euer Feld aus. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Warmwasser und dem Speicher oben. Ich nehme zuerst mal den Speicher oben und ändere als erstes mal hier den Namen, der hier angezeigt wird. Der heißt ja hier Speicher oben Valued. Das wollen wir nicht. Also wir haben hier unseren Wert ausgewählt, sagen hier Edit Override Properties und können hier jetzt alles Mögliche auswählen, was wir normalerweise auch im normalen Menü auswählen können. So, wir wollen den Namen ändern, also sagen wir hier Display Name, beziehungsweise müssen hier Display Name aussuchen. Das ist hier relativ unten. Und wenn ihr wisst, wie das Teil heißt, dann geht ihr einfach hier hin, klickt da drauf, sagt Name und dann wird euch das direkt angezeigt. So, Display Name und ändern das Ganze hier ab auf S1 Speicher oben. So. Dadurch hätten wir nur das hier geändert, denn würden wir es auf der anderen Seite ändern, hier unter All, würde das immer beides betreffen. So, als nächstes möchten wir den Datenpunkt hier, dieses Volumenstrom ändern. Der soll ein bisschen anders aussehen, vor allem soll der seine eigene Einheit bekommen und nicht hier auf der linken Seite mit dem hier zusammenhängen. Das heißt, wir gehen hier auf Edit Field Override, wieder auf Field with Name, wählen hier unseren Volumenstrom aus, sagen auch hier wieder Properties. Als erstes auch hier wieder den Namen ändern, sagen hier Volumenstrom. Dann ändern wir die Farbe, der soll hier ein ganz normales Weiß haben, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Auch hier wieder Add Overrides. Dann gehen wir hier zu Standardoptionen und dieses Color Theme, also ganz weit nach unten. Darüber wird die Farbe eingestellt. Das ist das hier. Und sagen hier nicht dieses Classic Platter, sondern hier Single Color und wählen hier meinetwegen irgendwie weiß oder ähnliches aus. Also sagen hier weiß. Das war nicht weiß. Nochmal. So, da oben irgendwo. So, das ist weiß. Und dann hätten wir hier weiß. Als nächstes möchten wir die Achse verändern, denn diese Werte hier liegen jetzt auch auf der linken Achse. Das wollen wir ändern, also geben wir hier mal Axis ein. Das ist am einfachsten. Dann kommt hier Axis Placement, also der Ort, wo das Ganze sich befinden soll. Aktuell ist es auf Auto und sagen hier, es soll nach rechts übergehen. Und dann seht ihr auch, wie sich das Ganze hier verändert, denn die Temperatur ändert sich jetzt, dieses Min-Max. Ich mache es nochmal zurück. Hier ist ja das Minimum die 0 und deswegen ist das Diagramm hier relativ weit oben angesiedelt. Und wenn wir aber diese Werte hier nach rechts verschieben auf die rechte Achse und dem eine eigene Achse geben, dann ändert sich das Ganze und dann sieht das so aus. So, soweit sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir könnten hier nochmal ein bisschen mit der Transparenz spielen, also gehen hier wieder hier hin. Sagen hier Opacity oder Fill Opacity heißt das ja, also Graph Style Fill Opacity und könnten hier sagen, oder ihr seht ja, die Transparenz ein bisschen verändern, entweder relativ dicht oder undurchsichtig oder wir stellen es hier auf, was weiß ich was, 55, 54 und lassen das so. Was jetzt noch fehlt, sind hier die Angaben, also das hier sind ja Liter pro Minute und das hier ist Temperatur, das heißt, das müssen wir noch hinzufügen, gehen hier hin, wählen Unit aus oder ihr sucht euch hier Unit aus, je nachdem, ob ihr es schon wisst oder nicht, wählen hier Unit aus und dann wählen wir, das hatte ich vorher nicht gezeigt, ihr könnt entweder hier euch durchkämpfen, wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze heißen sollte. Hier gibt es ja alle möglichen Sachen und ja, im Normalfall ist es ja Temperatur. Ihr könnt auch Temperatur eingeben oder Celsius oder direkt das Ding hier eingeben oder was Eigenes eintragen, das funktioniert auch. Wir wollen ja Temperatur Celsius oder Grad Celsius haben, deswegen machen wir das hier. Dann, falls ihr noch die Kommazahlen haben wollt, können wir das auch noch einfügen. Das ist ja unter Dezimal. Also Standard Options Dezimal und sagen hier, er soll eine Nachkommastelle oder 2 Nachkommastellen, je nachdem wie ihr es haben wollt. So, das gleiche machen wir auch hier auf der rechten Achse, also mit Litern.
Das heißt auch hier wieder Unit auswählen, Standard Unit und wählen hier jetzt mal Liter aus oder geben mal Liter ein. Und dann seht ihr hier Volumen, Milliliter, Volumen, das passt alles nicht. Was wir haben, ist das hier Flow, also fließen, wie übersetzt man es, Volumenstrom, also Liter, Minute, wählen das hier aus und dann wird das Ganze so angezeigt. So, ich denke mal, das sieht auch ganz gut aus, das können wir so lassen, sagen auch hier wieder Apply und sagen auch sicherheitshalber hier Save Dashboard. Wenn ihr das vergessen solltet und irgendwie rumspringen solltet, dann geht das Ganze verloren. Deswegen immer so direkt mit abspeichern. So, setzen die hier hin. Das hatte ich auch noch nicht gezeigt. Das könnt ihr natürlich hier anpassen, ändern, wie ihr wollt. Das bleibt euch überlassen. Wir gucken uns jetzt aber direkt das nächste Diagramm an. So, als nächstes gucken wir uns so eine Gauge an. Und ja, die sich abhängig vom Wert die Farbe verändert. Die Werte können wir dann selber einstellen, sehen wir gleich. Also auch hier wieder Add New Panel. Wählen dann hier oben aber Gauge aus, also das hier. Fügen hier wieder das gleiche hinzu wie vorher, also ups, so füge das ein. Dann haben wir das hier, also das Ganze sieht jetzt natürlich ein bisschen langweilig aus, deswegen müssen wir das noch ein bisschen bearbeiten, damit das Ganze anständig aussieht. Auch hier wieder zuerst mal den Titel eintragen, dann hier weiter runter. Hier müsst ihr darauf achten, was ihr auswählt, also je nachdem, was für einen Wert ihr habt, könnt ihr hier sagen Last Sternchen, das bedeutet der letzte Wert, der nicht eine 0 war oder generell der letzte Wert soll hier angezeigt werden. Das heißt, falls ihr mal Werte mit 0 haben sollte, macht es Sinn, hier Last auszuwählen, und falls die 0 bei euch nie vorkommt, nur durch irgendwelche Störungen, könntet ihr hier Last Not 0 auswählen. So, da bei mir normalerweise die Temperatur nicht auf 0 hier sinkt, deswegen habe ich das Sternchen hier ausgewählt. Das hier kann alles so bleiben. Das hier auch. Und was müssen wir natürlich ändern? Hier dieses Unit wieder. Also Temperaturgrad Celsius. Dann bei so einer Gauge macht es vielleicht auch Sinn oder macht es definitiv Sinn, Min und Max auszuwählen. Also Min ist in meinem Fall die 0 und Max, die maximale Temperatur, ist in meinem Fall die 55. Das ist wichtig, um nachher die Farben richtig darzustellen, also darstellen zu können, denn 55 Grad würde bedeuten, dass die Farbe komplett rot ist, und wenn man das hier nicht eingeben würde, dann wüsste er nicht, ab welchem Punkt er rot werden soll oder was maximal ist, und deswegen macht es in diesem Fall hier Sinn, Max einzugeben. Der Rest kann zuerst mal so bleiben, außer ihr wollt die Dezimalstellen ändern, dann ändert ihr das. Der Display Name macht in diesem Fall keinen Sinn, irgendetwas einzutragen, da der gar nicht erst angezeigt wird. Colors Theme passt hier. Wir möchten, dass der Wert sich oder dass sich die Farbe anhand des Wertes ändert, deswegen lassen wir das so, gehen weiter runter und dann sind wir schon fast am Ende angelangt, und zwar müssen wir jetzt nur noch sagen, ab wann sich die Farbe ändern soll. Wir können hier zwischen Absolut oder Prozent auswählen. Ich wähle hier mal Prozent aus und sage, dass er ab 80% zum Beispiel soll er orange sein. Das heißt, ich klicke hier drauf und sage, er soll orange sein. Und dieses Base sage ich nicht grün, sondern blau. Nehmen wir mal dieses dunkle Blau. Und wir wollen noch ein Threshold, also er soll uns insgesamt 3 Farben anzeigen, und sagen, dass er ab 90% soll er rot sein. Das heißt, was passiert, wenn die Temperatur jetzt bei 50 Grad ist, also 10% weiter unten, also minus 5 Grad wären das ungefähr, dann würde er anfangen ins Orangene zu wechseln, und dann, wenn er unter 45 ist, dann würde er hier ins Blaue wechseln. Das heißt, die Zahl würde sich ins Blaue verändern, und diese Kurve hier bzw. dieser Rahmen hier würde dann halt auch blau oder orange werden, je nachdem, wie die Temperatur aussieht. Also das hier wäre jetzt so eine ganz simple Gauge, und in diesem Fall haben wir halt mit diesen Thresholds gearbeitet. Wir könnten hier theoretisch noch einen hinzufügen, damit ich euch das nochmal zeige, und sage hier, also Rot soll 100% sein, wähle hier wieder Rot aus, und hier wähle ich irgendwas anderes aus, Pink oder sowas, und sage, Pink soll er werden bei 95%. Moment, das hier machen wir mal auf 98%, und ihr seht, er ist gerade ins Rote
Und wenn ich das hier auf 99% mache, dann müsste er ins Violette wechseln. Also ihr seht, je nachdem, was für eine Farbe oder wie viel Prozent ihr habt, verändert sich das Ding hier. Und diese Thresholds könnt ihr halt einfügen, so viele ihr wollt, wie viele halt Sinn machen. So, auch hier wieder speichern und Save. Das Ganze machen wir ein bisschen kleiner. Das hier auch und setzen das so. So, als nächstes verwenden wir das Diagramm State, also wieder neues Panel, Edit Panel. Wir wählen hier Diagramm State aus, fügen wieder unseren Standard hier ein, also Speicher oben. Aber in diesem Fall will ich hier nicht den Speicher oben visualisieren, sondern einen anderen Datenpunkt, der heißt bei mir WW nachheizen. So, und dieser Wert ist aktuell auf 0 und der kann sich nur zwischen 0 und 1 ändern. 0 bedeutet, dass es aus ist, also dass der Nachheizvorgang nicht aktiviert ist, und 1 bedeutet, dass Nachheizen aktiviert ist. So, da dieses 0 und 1 nicht wirklich schön aussieht, arbeiten wir jetzt mit einem, wir verändern den Namen, beziehungsweise wir ändern die Zahl in einen Text, und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Auch hier wieder zuerst mal WW nachheizen. Hier machen wir last, denn es gibt ja in diesem Fall eine 0. Das Ganze hier kann so bleiben. Beim Style wollen wir nichts verändern, denn hier gibt es nicht wirklich irgendetwas, was man verändern will. Auch hier Unit, States und so weiter brauchen wir auch nicht. Display Name fällt auch weg. Color Theme, das brauchen wir, beziehungsweise für dieses Beispiel ändere ich das Ganze hier auf so ein Weiß. Und dann ist das Interessante in diesem Fall dieses Valued Mapping. Und zwar sagen wir hier Edit Valued und sagen, wenn das Ganze eine 0 ist, soll hier aus drin stehen, und machen hier einen neuen, wählen hier Valued aus und sagen hier, wenn eine 1 da drin steht, soll es anheißen. Sagen hier Update, und dann seht ihr, hat sich das Ganze von einer 0 zu aus und zu an, je nachdem wie der Wert dann ist. So, das war es dann im Endeffekt. Das ist dieser State, und damit lasse ich mir anzeigen, ob Nachheizen gerade aktiviert ist oder nicht, oder bei mir zum Beispiel, ob die Heizung gerade läuft oder nicht. Sage hier Apply, mache das Ganze hier ein bisschen kleiner und packe das meinetwegen hier hin. Auch hier wieder speichern, nicht vergessen, damit nichts verloren geht. So, als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man hier die Legenden bearbeitet, und das ist relativ interessant. Ich zeige euch das mal anhand meines Gartens, wo ich das Ganze eingesetzt habe, und zwar hier beim Wasserstand. Ich mache das Ganze hier mal auf, wir stellen es dann nochmal zusammen und dann seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Aber was ich euch hier zeigen möchte, ist Folgendes. Hier sieht man jetzt den Verbrauch. Also der kleinste Wert ist 1670 Liter und der größte ist 1690. Da es sich hier um die letzten 7 Tage handelt, ist das jetzt nicht wirklich tragisch. Aber wenn wir das Ganze hier mal ändern auf 30 Tage, mal gucken, ob es sich da verändert hat. Nee, hat es sich nicht, da es nicht geregnet hat oder da es die ganze Zeit voll war. Aber hier, das hier sieht ein bisschen besser aus. Also wir haben jetzt hier maximal waren 1700 Liter in diesem Zeitraum, war diese Regentonne gefüllt, und der Minimalstand war bei 180 Liter. Und wie ihr diese Werte hier reinbekommt, die sind vielleicht auch ganz interessant für das Beispiel Temperatur, dass man hier sieht Luftfeuchtigkeit, der Höchstwert und der Minimalwert und der Maximalwert, und das gleiche mit der Temperatur. Wie man das hier einblendet, das gucken wir uns jetzt an. So, für dieses Beispiel nehme ich, wie gesagt, den Garten, denn dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Also wir haben jetzt hier 3 Werte. Wir haben einmal die Distanz, einmal den Mittelwert und hier nochmal die Distanz. Das ist ein anderer Sensor. Ihr seht, wenn ihr 3 Werte haben wollt, auch hier wieder das gleiche Schema. Das hier und dann hier zweimal Ohr und dann abgeschlossen mit der Klammer, und dann könnt ihr hier 3 Werte vergleichen. Hier oben ist alles gleich geblieben, also da ändert sich nichts. Wie gesagt, immer das gleiche, nur jetzt sieht das Ganze so aus. So, da ich aber nicht unbedingt 3 Werte hier haben möchte für dieses Beispiel, deaktiviere ich das Ganze. Das heißt einfach hier 2 Schrägstriche, und dann muss ich das hier natürlich ersetzen. Also Gleichheitszeichen und Pfeil nach vorne. Jetzt habe ich mich vertippt. Und dann haben wir nur noch 2 Werte, denn mit 3 sieht das Diagramm dann ein bisschen blöd aus, zumindest das, was ich euch zeigen möchte. Wieder einen Titel eingeben
Hier oben müssen wir nichts, deswegen machen wir das hier zu. Dieses Tooltip, da kommt auch nichts. Und das Interessante ist jetzt die Legende und zwar hier dieses Values. Und hier können wir auswählen, was uns hier in der Legende angezeigt wird. Also wir wollen einmal den Minimumwert haben, dann möchten wir den Maximumwert haben und zu guter Letzt noch den letzten Wert, der gelesen wurde. Das heißt, der heißt last, deswegen tippe ich das hier ein und sage hier last. So, jetzt werden uns die Dinger hier angezeigt. Das sieht nicht wirklich toll aus, deswegen ändern wir das Ganze ein bisschen um. Wir sagen hier oben auf Tablet oder Table so, und das hier können wir so lassen. Das heißt, hier wird uns einmal der Name angezeigt, den können wir jetzt mit einem Override wieder überschreiben. Und hier werden uns Min und Max angezeigt. So, den Rest, den wir jetzt vornehmen müssen, das machen wir alles über die Overrides. Deswegen wähle ich hier Override aus. Also Override verwendet ihr meistens immer dann, wenn ihr mehrere Datenpunkte in einem habt. Denn dann soll ja jeder Datenpunkt oder jedes Diagramm ein bisschen anders aussehen. Und deswegen arbeitet man dann in den meisten Fällen mit Override. So, wir fügen wieder etwas hinzu. Als erstes bearbeiten wir mal diesen SR04 Distanz hinten. Das ist dieser Wert hier und bearbeiten den so, dass der passt. So, als erstes verändern wir das Placement. Das heißt, der soll nach rechts wandern. Also Axis Placement. Wählen das hier aus und sagen, er soll nach rechts. Dann, was auch nicht schön aussieht, sind diese Kommazahlen. Deswegen sagen wir hier Dezimal. Ändern das Ganze um auf 1. Das sieht ja jetzt noch schlimmer aus, also machen wir hier mal 2. Dadurch, dass es sich halt kaum geändert hat, sieht das Ganze jetzt noch ein bisschen blöd aus, aber das ändern wir auch gleich nochmal. Dann fügen wir noch die Unit ein. Sagen hier in meinem Fall sind es Zentimeter, also cm. Ihr seht, cm gibt es so nicht, das heißt, es wurde irgendwie was Falsches ausgewählt. Oder wir sagen hier einfach jetzt mal Custom Unit. Und sagen einfach cm, das passt auch so. Dann, damit das Ganze hier ein bisschen besser aussieht, fügen wir das Min und Max hinzu. Sagen hier Standard Options Min. Sagen hier 0 und das gleiche nochmal mit Max. Und hier sind es 130 cm. So, da der aber permanent hier voll ist, deswegen sieht man hier nichts, er ist permanent bei 20. Können das mal ändern auf ein paar Tage. Und dann sieht man hier den Verlauf in grün ein bisschen besser. So, das war Override 1. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem nächsten. Also hier mit dem Wasserstand und auch hier wieder alles Mögliche zuerst mal ausfüllen. Zuerst mal den Namen. Dann können wir noch ein bisschen Occupacity hinzufügen. Dann hebt sich das Ganze ein bisschen ab. Könnten noch ein Guardian Mode hinzufügen. So, sagen das hier, müssen das Theme natürlich abändern. Wählen das hier mal so aus und dann passt das soweit. So, auch hier wieder die Unit. Das sind Liter, deswegen das L. Dann macht es auch hier vielleicht Sinn, das Min und Max hinzuzufügen. Und Max 0 und ich glaube Max sind 1800. So, und jetzt vielleicht noch mal etwas Interessantes und zwar ich ändere das hier mal diesen Mittelwert und sage dort Zählerstand Liter. Das ist der Zählerstand, das heißt wie viel Liter ich jedes Mal verbraucht habe. Lasst das Ganze jetzt mal so, auch wenn es nicht unbedingt passt, aber dann gibt es hier in der Legende nämlich etwas Schönes und zwar kann man sich hier anzeigen lassen die Differenz, das heißt wie viel wurde in dem Zeitraum verbraucht. Das heißt auch hier wieder zu Values unter Legende und dann gibt es hier Range heißt das Ganze. Das ist hier die Differenz zwischen Minimum und Maximum und dann kann man sich ausrechnen lassen, wie viel Liter man verbraucht hat. Das heißt, in den letzten 90 Tagen war es so aktuell bei 13.000 Liter und vor 90 Tagen war der Minimum hier bei 11.920
Und die Differenz aus diesen 11.922 und 13, was weiß ich was, sind 1.385. Das heißt, wären 1.385 Liter. Und wenn ich das Ganze aufs Jahr sehen möchte oder die letzten 6 Monate, dann sieht man einen Wasserverbrauch von 8.169 Liter. Der Minimum war 5.138 und Maximum war 13.307. Das heißt, 8.100 Liter Wasser sind hier draufgegangen in diesem Sommer. Ja, und dieses Range finde ich gar nicht mal so schlecht, denn das kann man an einigen Stellen anwenden. Zum Beispiel auch für den Stromverbrauch könnte man sich das auch anzeigen lassen. Deswegen einfach mal merken und dann kommen wir zum nächsten. Beziehungsweise vorher ändere ich hier nochmal kurz den Wasserstand Liter, sondern mache hier mal Verbrauch Liter.